Ja, genau, das müsste AOP Orphan sein. Das ist eine Firma, die seit 1996 Medikamente entwickelt und vertreibt. Aber nicht irgendwelche Medikamente, sondern Medikamente gegen ganz, ganz seltene Erkrankungen. Eine davon wollen wir heute unter die Lupe nehmen. Das ist ein Medikament, das gegen eine ganz seltene Bluterkrankung entwickelt wurde. Und dazu spreche ich jetzt mit dem Geschäftsführer Andreas Steiner. Als Pharmaunternehmen arbeitet AOP Orphan an Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung von Arzneimitteln, wenn es um seltene Erkrankungen geht. Das Unternehmen nutzt ein weltweites Netzwerk professioneller Partner für die Durchführung seiner Forschungsprojekte, um den Patienten mit seltenen Erkrankungen eine Chance auf ein normales Leben zu ermöglichen. Ah, das ist er. Grüß Gott, Herr Steiner. Grüß Gott. Grüß Gott. Darf ich eintreten? Gerne, bitte. Herr Magister Steiner, jetzt habe ich Sie endlich gefunden. Sie sind Geschäftsführer von AOP Orphan. Ab wann spricht man von einer seltenen Erkrankung? Lässt sich ganz einfach erklären, 5 in 10.000. Das heißt, von 10.000 Menschen haben 5 eine seltene Erkrankung. Jetzt gilt Ihre Firma als EU-Pionier auf dem Gebiet der seltenen Erkrankung. Was ist damit gemeint? Ganz von Anfang hat unser Gründer gesehen, dass es da Patienten gibt, die vernachlässigt werden. Die haben so seltene Erkrankungen, dass die großen Pharmafirmen sich nicht mehr um die kümmern, weil da ist kein Umsatz zu machen. Ja. Und der Gründer hat damals gesagt, ich will für diese Patienten etwas tun. Ja. Wie viele so seltene Krankheiten gibt es jetzt in Ihren Therapiebereichen? Schwierig zu sagen, aber ich sage Ihnen einmal ein Beispiel. Unsere beiden größten Produkte, die wir haben, ja, das eine ist gegen einen seltenen Blutkrebs, da haben wir 350 Patienten in Österreich jetzt. Ja. Ein anderes ist der Lungenhochdruck, da haben wir 150 Patienten in Österreich. Da gibt es Patienten, die brauchen uns. Und wenn wir es nicht tun, macht es niemand anderer. Was für uns wichtig ist, wir verkaufen nicht einfach nur eine Pille und dann vergessen wir es, sondern für uns ist es wichtig, den Patienten in der Therapie zu begleiten, zu schauen, was können wir tun, damit die Therapie wirkungsvoll beim Patienten ankommt. Wenn man zum Beispiel nimmt ein Medikament gegen seltenen Blutkrebs, ja, das ist flüssig, da hätten wir einfach eine Ampulle entwickeln können. Was wir getan haben, wir haben gesagt, nein, wir denken einen Schritt weiter. Wir wollen, dass der Patient das selber machen kann und haben daher einen Pen entwickelt. Ich zeige Ihnen den mal. Und mit diesem Pen kann der Patient sich das Medikament selbst allein zu Hause geben. Und wie läuft jetzt ganz konkret so eine Entwicklung eines Medikamentes oder zum Beispiel dieses Pens ab? Ich denke, das erklärt Ihnen am besten unser Entwicklungschef, der Herr Dr. Klade. Dr. Klade ist Biochemiker aus Leidenschaft. Er entwickelt neue Therapiemöglichkeiten für Patienten mit seltenen Erkrankungen. Grüß Gott, Herr Dr. Klade. Grüß Gott. Jetzt habe ich Sie gleich doppelt gefunden, nämlich hier und hier. Genau. Herr Doktor, wann haben Sie das entwickelt? Das habe ich vom Tag 1 meines Firmeneintritts vor ziemlich genau 10 Jahren begonnen zu entwickeln. Wie funktioniert dieser Pen? Das ist so etwas Ähnliches wie so ein Insulinpen. Das ist so ganz einfach, man kann das hier aufmachen. Hier wäre dann das Medikament. Dann gibt man hier so einen sogenannten Needle Cap drauf. Und dann kann der Patient oder die Patientin selbst und zu Hause in der gewohnten Umgebung das einfach unter die Haut spritzen, so wie man es vom Insulin kennt. Dieser Pen ist ja ein richtiger Exportschlager. Das ist ein Exportschlager, richtig. Es ist eine Innovation. Man muss ganz klar sagen, das ist Spitzenmedizin made in Austria. Das wird seit Jahr und Tag gewürdigt. Kürzlich habe ich von meinen Kollegen gehört, dass wir jetzt 13.000 dieser Pens exportieren konnten. Wir sind aber in vielen unterschiedlichen Therapiebereichen aktiv. Ein Bereich ist der Lungenhochdruck. Das ist eine sehr unangenehme Erkrankung, die einer kontinuierlichen Therapie bedarf. Das bedeutet, der Patient braucht eine Pumpe, die in kleinsten Mengen die Medikation ständig in seinen Körper freigibt. Und kann ich mir das ansehen, wie so eine Pumpe entwickelt wird und wie sie funktioniert? Da würde ich Ihnen empfehlen, zur Firma Orphacare im 15. Bezirk zu fahren, zu meinem lieben Kollegen Dr. Fischer, der Ihnen alle Einzelheiten zu dieser Pumpe erklären kann. Dr. Georg Fischer ist Allgemeinmediziner und Grundlagenforscher. Mit der Entwicklung von Spezialpumpen, die ein Medikament in kleinsten Dosen abgeben, ist er sowohl am Patienten als auch in der Forschung tätig. Seit 2020 ist er im Vorstand von AOP Orphan und kann uns erklären, wie diese Pumpen im Detail funktionieren.
Kann man da einschalten auch? Ja, natürlich kann man einschalten. In dem Aber Sinne. man soll nicht, ich darf nicht. Na, jetzt tun wir mal nicht einschalten. Also. Die sind teuer, die Pumpen. Weil man muss dazu sagen, ich darf die Pumpen nicht kaputt machen, weil es gibt nur wenige davon. Und das ist eigentlich ein großes Problem, diese Pumpen überhaupt zu bekommen. Naja, die Pumpen für diese Spezifikationen zu bekommen, ist das Problem. Denn diese Pumpen kommen in aller Regel, also werden die gemacht, entweder für Diabetesbehandlung, wo man also permanent Insulin in das Unterhautfettgewebe abgibt. Für diese Zwecke wurden diese Pumpen gemacht. Und wir brauchen sie aber für einen anderen Zweck. Und daher müssen diese Pumpen technisch adaptiert werden. Es gibt ja noch die anderen Lösungen. Da liegt hier eine, das ist sozusagen auch so eine Pumpe, nur die wird wirklich die wird im Körper getragen. Das hier, die beiden sind Subkutanpumpen. Das heißt, die werden außen getragen, am Gürtelclip, haben dann so eine Leitung und die Nadel steckt also praktisch in einem Quadranten um den Bauch herum. 80% der Patienten haben hier mehr oder weniger Schmerzen, Rötung. Die brauchen dann mitunter so eine implantierbare Pumpe. Da wird ein Hautschnitt gemacht, dann wird die Pumpe eingesetzt, wird entsprechend befestigt hier an diesen Ösen und dieser Katheter wird also unter der Haut fortgeführt in die obere Hohlvene hinein und bleibt dort liegen, permanent liegen. Und diese Pumpe gibt dann permanent über diesen Katheter hier entsprechend Infusionslösung ab. Wie lange machen Sie diesen Beruf schon? Bei AOB bin ich seit 20 Jahren. Und nie gedacht zu wechseln? Ganz ehrlich gesagt, ich bin Arzt und es ist wissenschaftlich herausfordernd. Es ist erfreut, ja. Also und ich würde nicht wechseln wollen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Fischer, für die unglaublichen Ausführungen. Hat richtig Spaß gemacht. Ich lasse am besten weiter forschen, weil man weiß ja nie, womöglich brauche ich das mal selber. Danke, Heger.